Hallo allerseits, willkommen zur Produktvorstellung der Sturmgeschützzuladung von Value Gear im Maßstab 1:35. Hierbei handelt es sich um ein Zuladungsset für deutsche Panzerfahrzeuge, vornehmlich das Stuk 3. In den letzten Jahren kamen da viele Sets in der Richtung raus von allen möglichen Herstellern, zum Beispiel Legend, Black Dog, Panzerart oder eben auch Value Gear. Es scheint so zu sein, dass Value Gear gerade so in aller Munde ist unter den Modellbauern hier auf YouTube. Und deswegen wollte ich selber mal sehen, was es damit auf sich hat und euch das auch gleich mal vorstellen. Hier auf der Rückseite sehen wir alle Zuladungssets für Sturmgeschütze, die es derzeit gibt von Value Gear. Und hier das Set ist das STG-10 German Tank Bits. Also das ist mehr so ein allgemeines Set, was man natürlich für alles Mögliche verwenden kann. Finde ich ein bisschen sinnvoller, weil da kann man sich so ein bisschen selber zusammenstückeln, so wie man es braucht. Im Gegensatz zu anderen Resin-Bausätzen kommt dieses Set hier mit ein paar Sicherheitshinweisen. Das ist auch notwendig. Resin ist ein bisschen schwierig in der Handhabung, wenn man es schleift. Der Schleifstaub ist wirklich sehr schädlich. Deswegen empfehle ich, Resin immer nass zu schleifen. Das kann man mit ganz normalen Schleiflatten machen. Ich habe hier auch eine selber gebaute, die sehr gut funktioniert. Auch hier eine Glasplatte, die mit Schleifpapier überzogen wurde. Oder man kann auch einfach nur Feilen verwenden, ganz normale Metallfeilen. Alles eben nass bearbeiten, dann erübrigt sich eine Staubschutzmaske und man hat auch keine gesundheitlichen Probleme. Dazu habe ich mal vor einer Weile auch ein Video gemacht. Das Set besteht insgesamt aus 19 Teilen. Das finde ich recht gut, dass Value Gear in diesem Fall ein bisschen hier kleinteiliger vorgeht, dass wir viele einzelne kleinere Stücke haben. Das stört mich zum Beispiel bei manchen Black Dog Sets immer, dass man da so richtige Klötze hat, die man dann einpassen muss, was manchmal ein bisschen schwierig sein kann, weil Resin manchmal ein bisschen schrumpft oder sich wirft. Und das hat man hier bei diesen kleinen Stücken eigentlich nicht so. Da ist das Versäubern ein bisschen einfacher und auch die Verarbeitung, man kann es leichter bemalen und man kann es auch einfach besser gestalten. Ich kann nur ein paar Stücke hier hernehmen oder auch mehrere Panzer damit aufrüdeln. Also das Set gibt auf jeden Fall ziemlich aus mit 19 Teilen. Schauen wir uns jetzt die Teile an. Hier mal alle geschlossenen Kisten. Die Holzkiste hier, die liegt doppelt bei. Sieht eigentlich ganz gut aus. Mir fällt auch auf, dass der Guss hier sehr schön ist. Es sind keine gröberen Mängel zu erkennen. Welche Fischhäute oder so, nur ein ganz klein wenig unten am Rand. Das sieht ein bisschen windschief aus. Das muss man sich ein bisschen zurechtschleifen, dass gerade ist. Sonst schon recht scharfe Details. Hier haben wir noch eine Plane mit einer weiteren Holzkiste drauf. Die hat sogar im Gegensatz zu den anderen hier so Trageschlaufen. Das finde ich eigentlich sehr schön gemacht. Hier die Plane kann man auch als solche erkennen. Hier auch wieder schön mit den Riemen verzurrt. Sieht sehr schön aus. Hier haben wir noch eine Kiste, wo nochmal eine Plane drauf gespannt ist. Das hier weiß ich nicht genau, was es sein soll. Das sind 4 Stücke, die haben eine Holzstruktur. Also irgendwelche 4 Holzbretter. Ich nehme an, das ist dazu gedacht, um da irgendwie einen Gepäckträger zu bauen. Hier habe ich mal alles zusammengefasst, was irgendwelche Kisten darstellen soll, die oben geöffnet sind. Hier haben wir eine Holzkiste, wo allerlei Lumpen drin sind und hier noch ein Trageseil und hier seitlich noch eine Metallbox. Das sieht ein bisschen windschief aus, aber ich glaube, das kann man sich relativ leicht zurechtschleifen. Hier haben wir noch eine Holzkiste, da ist ein Kanister drin, warum auch immer. Und hier oben ist noch irgendeine Decke oder Plane festgebunden. Dass das aber so eine Plane darstellen soll, kann man nicht wirklich erkennen. Das ist einfach nur irgendwie so ein Sack oder Knödel. Würde aber bei entsprechender Bemalung, glaube ich, ganz gut ausschauen. Was mir gut gefällt, sind die Gurte und auch die entsprechenden Klammern und Verschlüsse. Das ist eigentlich ganz schön gemacht. Hier haben wir noch eine Kiste, da ist auch wieder ein Seil drin und nochmal
eine Plane drauf gebunden. Das ist eine kleine Kiste, auch wieder mit ein paar Planen drin. Das gefällt mir sehr gut. Eine Box, wo ein paar Stehhandgranaten drin sind und auch wieder ein Seil. Und hier haben wir zwei Kisten. Einmal hier, weiß nicht, das sind glaube ich Kartoffeln. Und hier hinten sind so allerlei, ja, so Essgeschirr-Sätze drin. Da finde ich gut, das ist so ein langes Teil, das passt gut auf irgendwelche Kettenschutzbleche von irgendwelchen Panzern. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ist auch sehr schön gegossen. Sind keine Gießblöcke dran, die man irgendwie absägen muss. Man muss eigentlich nur die Unterseite ein bisschen entgraten und abschleifen. Zum Schluss schauen wir uns noch die etwas größeren Stücke an. Das soll hier wohl eine Plane sein, die ja allerlei Gurte und so aufweist. Sieht zwar mehr aus wie so ein Sack oder Knäuel, aber die Riemen und Befestigungen sind sehr schön dargestellt. Das ist hier ein sehr interessantes Teil. Hier haben wir eine Plane und diverse Seile. Hier auch noch so ein Blechkoffer. Das gefällt mir sehr gut. Hier mehrere Kisten und Planen. Da gefällt mir gut, dass man das wieder sehr gut auf die Seite vom Fahrzeug bauen kann. Auf irgendwelchen Schutzblechen und so. Lässt sich eigentlich für jedes deutsche Panzerfahrzeug verwenden. Hier auch wieder eine längere Kiste mit ein paar Helmen. Die sehen sogar ziemlich gut aus, obwohl sie angegossen sind. Hier oben eine kleinere Sinkstelle. Das lässt sich aber leicht spachteln. Und ja, schöne Details. Das nimmt ein Wash bestimmt sehr schön an später. Ja, noch mehr Planen. Wieder ein Helm. Der sieht ein bisschen besser aus. Da ist kein Makel zu sehen. Das sind mal Planen, die sehen richtig gut aus. Da kann man auch erkennen, dass es Planen sein sollen. Und nicht irgendwelche komischen Würste. Also die gefallen mir sehr gut. Hier nochmal eine Plane, wo noch irgendwelche Holzbretter drauf gespannt sind. Da weiß ich nicht genau, wofür ich das verwenden soll, aber detailmäßig sieht es auf jeden Fall sehr schön aus. Alles in allem gefällt mir das Set sehr gut. Besonders die Tatsache, dass es eben aus mehreren kleineren Teilen besteht, gefällt mir sehr gut, weil man da eben seine Beladung individuell anpassen kann. Andere Hersteller neigen dazu, einem eher größere Resin-Klötze zu geben. Des Weiteren fällt hier, was die Versäuberung angeht, wenig Zeit an. Das ist relativ schnell erledigt. Hier gibt es keine großen Angüsse, die man irgendwie absägen muss und verschleifen. Hier geht es wirklich nur darum, um ein bisschen Gussgrad zu entfernen, was wirklich verglichen mit anderen Resin-Zurüstsets sehr wenig Arbeit bedeutet. Das Set kostet ungefähr 11 €. Das finde ich ist eigentlich ein ganz attraktiver Preis. Man bekommt doch relativ viel Resin dafür und man kann eigentlich alles bedenkenlos verwenden. Das Schöne ist auch, dass das meiste davon sehr vielseitig verwendbar ist. Es passt eigentlich für beinahe alles, was irgendwie militärisch ist. Man kann das auch für Fahrzeuge aus anderen Äras verwenden oder von anderen Nationen. Das ist eigentlich relativ universell einsetzbar. So weit, so gut. So viel zu diesem Zurüstset. Ich hoffe, euch hat die Produktvorstellung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.